Ja, hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial für FreeCAD von Tutorius. Hier soll es um die Erzeugung von Rohrleitungen gehen, beziehungsweise von einer, ich nenne es mal Rohrmuffe. Und das habe ich jetzt im Internet gesehen, auf einer Facebook-Gruppe, da hatte jemand gefragt, wie sowas geht. Und ich habe es mir dann überlegt, wie man das macht. So, wenn ihr ein Rauschen oder ein Brummen im Hintergrund hört, das ist ein Lüfter. Ich brauche im Moment ein bisschen Kühlung hier. Es ist gerade unheimlich schwül hier. Die Heizung lässt sich irgendwie hier auch nicht richtig regeln. Deshalb, ich denke, es wird nicht zu sehr stören. So, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke. Ihr werdet halt über neue Videos informiert und der Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Und damit willkommen bei Tutorius und dem Video über die Rohrmuffen. So, dann legen wir einmal los. Ich habe FreeCAD hier offen. Hier oben seht ihr, welche Tastenkommandos ich mache. Und ich erzeuge erstmal eine neue Datei, beziehungsweise das habe ich schon gemacht. Und wichtig ist, ich möchte das Ganze parametrisch machen und das auch zeigen, wie man das macht. Ich habe hier ein Makro installiert, das nennt sich Alias Manager. Das installiert man, indem man über Werkzeuge, über den Add-on Manager geht. Und der lädt dann erstmal ein wenig. Dann wechselt man hier zu Makros. Und wieder ein bisschen weltweites Warten. Na komm. So, und dann, wie gesagt, Alias Manager. Dann sieht man hier, ich habe den natürlich installiert. Bei euch ist er dann nicht grün. Dann selektiert ihr das Ganze. Er lädt dann die Info dazu runter. Und dann seht ihr hier, was das ist. Und dann könnt ihr einfach sagen, okay, installiere das bitte über hier ausgewählte Installieren, Aktualisieren. Und dann wird das installiert. So, das Makro selbst, das könnt ihr laufen lassen, entweder indem ihr hier, wenn das geschlossen ist, wieder, dann könnt ihr hier über Makro und dann Makros, dann könnt ihr das hier aufrufen, über Ausführen, oder ihr legt euch, wie ich, eine Symbolleiste an, wo das dann reinkommt. Ich mag das hier starten, ihr könnt das genauso gut, wenn ihr das nicht machen wollt, wenn ihr das nicht so häufig braucht, über den normalen Makroaufruf machen. Okay, fangen wir an. Es soll Folgendes generiert werden, und zwar, ich habe einmal ein Rohr, was so läuft, und ein Rohr, was so daran stößt. Und diese Rohre können unterschiedliche Durchmesser haben, unterschiedliche Längen, und das soll halt so ein Verbindungsstück werden, was diese Rohre dann, wo dann hier an der Seite zum Beispiel ein Gewinde reinkommt, da ein Gewinde und unten auch ein Gewinde. Okay, wie fangen wir an? Ich erzeuge erst einmal hier noch im Spreadsheet-Mode ein entsprechendes Spreadsheet. Das machen wir hier. Erstelle Kalkulationstabelle. Der geben wir direkt den bekannten Namen AAA. 3 A's reichen. Und dann können wir die öffnen und dann können wir den Alias Manager jetzt nutzen. Ich schreibe erstmal hier vorne ab der Zeile 2 rein, wie die Parameter heißen. Also, was haben wir für Parameter? Wir haben einmal einen Rohraußendurchmesser 1, einen Rohraußendurchmesser 2, und mehr brauchen wir da nicht. Dann haben wir Rohrinnen 1 und Rohrinnen 2. Dann machen wir ruhig Durchmesser in diesem Falle. Und dann haben wir die L1, also nicht K1, L1, das ist die Länge des ersten Rohrstücks, und L2, das zweite Rohr. So, das sollte an Parameter schon reichen. Dann sagen wir einfach mal, das Rohr hat außen, das obere Rohr ist ein bisschen dicker, das hat einen Durchmesser von, sagen wir mal, 10 mm und einen Innendurchmesser von 8. Und das Rohr unten, das hat halt einen 6er, machen wir ruhig einen 8er außen
und 7 ein Innendurchmesser. So, oben das wird 30 mm lang, unten das wird 50 mm lang. So, dann lassen wir jetzt den Alias Manager laufen. Das heißt, wir wechseln hier aus dem Spreadsheet-Mode in den Part Design Modus. Da habe ich mir das hier hingelegt. Einmal starten. Das fängt in Column B. Da kommen die hin. Genau, von Linie 2 bis Linie 7. So, und dann sagen wir einmal OK. Und schon haben wir die hier, der Aliasse drin. Man sieht das hier an der gelben Farbe. Okay, dann, oder Alias, wie werden die genannt? Keine Ahnung, ist auch egal. So, dann fangen wir hier an. Wir erzeugen Körper. Ich möchte in dem Fall 2 Körper erzeugen. Die können wir auch direkt hintereinander machen. Der erste Körper, mit dem fangen wir an. Das ist Rohr außen. Und der zweite Körper, der heißt Rohr innen. Und dann fangen wir mit dem Rohr außen an. Und da definieren wir erstmal die Ebene, in der wir da überhaupt starten. Also das soll, dieses Teil soll halt liegend auf der XY-Ebene erscheinen. Das heißt so und so, wie ich das vorhin auch gezeigt habe. Also beginnen wir diese Rohre mit der XZ-Ebene. Das können wir, da ist die XZ-Ebene. Das heißt, ich erzeuge erstmal einen Sketch auf die XZ-Ebene. Das haben wir hier. Und da wird jetzt erstmal der Rohr Außendurchmesser 2 genutzt. Das heißt, wir zeichnen den Kreis, gehen hier drauf, einmal hier hinklicken und hier gehen wir auf dieses FX hier und tippen hier AAA.RA2. Das sind die 8 mm, das ist der Durchmesser und dann können wir das absetzen. Das wird eine Aufpolsterung. Die Richtung, die finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Die nehmen wir so. Und die Länge von dem, das wird nun so, das ist AAA.R, nee, nicht R, sondern L2. So, das sind die 50 mm. So, dann haben wir hier oben das Rohr, das kommt auf die YZ-Ebene. Das heißt, da machen wir eine neue Zeichnung. Die kommt nun auf die YZ-Ebene. Und da zeichnen wir auch so einen Kreis rein. Den lassen wir hier so starten. Und der kriegt nun einen Durchmesser. Das ist wieder dieses Kreischen drücken, AAA.RA1. Das sind also die 10 mm. Und wir schließen das Ganze, das wird eine Aufpolsterung. Die wird nun symmetrisch zu einer Ebene und die kriegt die Länge hier AAA.L1. So, dann haben wir das Äußere des Rohres definiert. Wir können OK drücken. Dann wechseln wir auf Rohr innen. Und da, wir machen das hier jetzt ganz einfach mal über STRG D. Ein bisschen transparent. So, dann kann man das so schön lassen. Dann schließen wir das hier. Und es wird hier eine neue Zeichnung generiert. Im Rohr innen. Das kommt nun auch auf die XZ-Ebene und da zeichnen wir auch wieder einen Kreis rein. So, der kriegt wieder einen Durchmesser und zwar ist das AAA.R2.
RI2. Das sind die 7 mm. Wir schließen das Ganze. Das gibt nun eine Aufpolsterung. Ne, doch eine Aufpolsterung. Und die wird nun wie lang? Da machen wir jetzt ganz einfach hier AAA.L2 und +1. Das lasse ich unten rausgucken. So, dann machen wir das hier oben auch. Das heißt wieder eine neue Zeichnung, diesmal wieder auf der YZ-Ebene. Und da wird auch wieder der Kreis reingezeichnet. So, selektieren und Durchmesser. Das wird nun AAA.RI1. Das sind die 8 mm und das schließen wir auch. Und machen wiederum eine Aufpolsterung, wieder symmetrisch. Das wird jetzt hier die AAA.L1 +1 auch ruhig. Lass mal auch so ein bisschen rausgucken. So, damit sind wir fast schon fertig. Jetzt soll das Ganze hier noch entsprechend verwurstet werden. Das heißt, wir haben ein Rohr außen und da soll das Rohr innen von abgezogen werden. Dafür gibt es hier diese Funktion Boolsche Operation. Wir selektieren also das Rohr außen, klicken einmal daneben, dass das nicht mehr selektiert ist, klicken hier auf Bool. Dann wählen wir hier aus statt Vereinigung die Differenz, wählen Körper hinzufügen. Jetzt können wir entweder den Körper selektieren oder hier auf den Bodyrohr innen klicken. Das machen wir einmal und schon ist das Teil fertig. Wir können OK tippen und schon haben wir hier unseren Körper fertig und der ist voll parametrisch. Das heißt, wenn ich jetzt die beiden Sachen hier einfach mal nebeneinander anordnen lasse, dann können wir das hier so rüberziehen und können die Parametrik ein bisschen ausprobieren. Das heißt, da machen wir die Länge hier, die ist jetzt nur noch 20 und das kann auch 10 werden. Und die Länge hier, die machen wir auf 5. Ne, das war derselbe 10. Die L1, die machen wir mal 10. Und dass wir jetzt die Muffe, die wir brauchen, dann ändere jetzt noch die Parameter hier. Das heißt, ich mache das hier mal wieder ein bisschen breiter, 30. Das hier machen wir auch mal 30. Jetzt gehen wir ein bisschen an die Radien. Das wird jetzt 20 Durchmesser. Das hier 15. Ne, den wollte ich 15 machen. Und der hier, der wird auch 20. Da sieht man, ja doch, das klappt noch. Und dann machen wir das RI2 hier, das machen wir jetzt auch 15. Und dann wählen wir das Ganze an, einmal STRG D, machen die Transparenz weg und so sieht das Ganze dann aus. Und man sieht auch hier, dass das hier wunderbar drinnen durchläuft, also so wie man es haben möchte. So, jetzt geht es natürlich um Folgendes. Wenn man jetzt hier Änderungen dran macht, dann ist es möglich, dass die Parametrik hinterher dann nicht mehr so funktioniert. Das heißt insbesondere, ich habe ja vorhin gesagt, man kann hier auch Gewinde reinschneiden und da muss natürlich das Gewinde dann parametrisch da mitgehen. Das ist bestimmt nicht so super easy. Oder ein Außengewinde hier drauf. Also ist eigentlich alles möglich, nur die Parametrik wird darunter leiden, vermute ich. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt neue Ideen, wie man solche Sachen hier erzeugen kann. Beziehungsweise machen wir kurz noch eine Sache, wie man sowas auch erledigen kann. Allerdings nicht mit verschiedenen Radien, Innendurchmessern für diese Rohre. Das heißt, ich löse das Ganze hier einmal auf, den Boolean hier, einfach löschen. Dann haben wir hier Rohr innen, das machen wir unsichtbar. Und jetzt könnte man hier auch
mit einer Thickness arbeiten. Das heißt, ich selektiere diese 3 Öffnungen hier und wähle hier den Punkt Thickness aus, oder Dicke heißt das auf Deutsch. Und dann macht er das auch. Dann können wir hier sagen, okay, das Ganze soll nach innen aufgetragen werden. Und da sieht man, das klappt nämlich schon nicht. Also, das funktioniert nicht. Nach außen ja, nach innen nein. Also nicht so gut geeignet wie die Lösung, die wir gerade hatten. Das heißt, hier Rohr außen mit den Bolien wesentlich komfortabler und vor allen Dingen vielseitiger. Das heißt, hier kann ich jetzt einfach den Innendurchmesser 2, da machen wir jetzt mal 19 raus. Dann ist das hier ein ganz dünnes Rohr und man sieht das da. Okay, da ist das jetzt nicht so dolle. Also es funktioniert zwar, aber es könnte anders aussehen. Das muss man halt überlegen. Wenn wir jetzt das hier auch 19 machen, dann sieht das wieder so aus, wie es aussehen soll. Also da könnte man vielleicht noch nachdenken, ob da was nachgearbeitet werden muss. Okay, wie gesagt, wenn euch solche Videos wie das hier interessieren, lasst auch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos von mir informiert. Und damit Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Tutorius. Tschüss!